Hitler hat ja eigentlich nur seinen Job gemacht. Er hat das getan, was Reichspräsident Hindenburg von ihm verlangte. Er sollte Deutschland vor dem Kommunismus retten. Und genau das versprach er auch. Ruhe, Ordnung und eine nationale Einheit. Er war also der Retter in Not, den die Weimarer Republik in dieser Krise brauchte. Also Leute, diese Aussage ist natürlich Quatsch. Denn Hitler hatte Hindenburg ganz klar getäuscht. Natürlich wollte er Ruhe und Ordnung, aber er wollte ganz sicher keine Demokratie. Hinter dem scheinbaren Retter der Nation verbarg sich ein skrupelloser Machtpolitiker, der wortwörtlich über Leichen ging und seine Ziele ohne Kompromisse verfolgte. Hallo Leute, ich bin Herr Müller, Geschichtslehrer und erkläre euch Schulwissen einfach und kompakt. Perfekt für Prüfungen, Referate oder einfach zum Durchblicken. Heute mit der Frage, wie Hitler Deutschland zur Diktatur machte. Natürlich einfach erklärt. Los geht's! 1933 ist die Demokratie am Wanken. Viele sind arbeitslos, Straßenschlachten zwischen SA, Kommunisten und anderen politischen Gruppen bestimmen das Straßenbild. Politiker prügeln sich im Parlament fast die Köpfe ein. Also wortwörtlich, die schlagen sich, das ist kein Spaß. Und Hitler? Der wurde am 30. Januar 1933 von Präsident Hindenburg zum Kanzler ernannt. Und warum? Hindenburg hatte eigentlich gar keinen Bock auf Hitler. Er nannte ihn spöttisch den böhmischen Gefreiten. Das bedeutet, dass Hitler für ihn nur ein unbedeutender kleiner Mann mit großer politischer Macht war. Aber Hindenburgs Berater, vor allem Franz von Papen, überredeten ihn. Hitler solle Kanzler werden, weil man ihn angeblich kontrollieren könne. Außerdem hofften viele Konservative, dass er endlich mit den Kommunisten aufräumt. Spoiler-Alarm, hat er auch gemacht und mit vielen weiteren auch. Am 1. Februar 1933 wurde der Reichstag von Hitler aufgelöst und Neuwahlen für den 5. März angesetzt. Hitler wollte die absolute Mehrheit für die NSDAP im Reichstag erreichen. Knapp eine Woche vor den Neuwahlen, am 27. Februar 1933, brannte der Reichstag lichterloh. Verhaftet wurde der holländische Kommunist Marinus van der Lubbe. Hitler rief sofort, der Kommunismus schlägt zu. Und Hindenburg unterschrieb noch in der Nacht die Reichstagsbrandverordnung, angeblich zum Schutz der Republik, in Wahrheit zur Ausschaltung der Grundrechte. Heute sind sich Historiker uneinig, ob van der Lubbe allein gehandelt hat. Die Mehrheit sagt ja, aber die Nazis haben das Ereignis auf jeden Fall skrupellos ausgenutzt. Denn Hitler ließ tausende politische Gegner, vor allem Kommunisten und Sozialisten, terrorisieren und verhaften. Das sollte ihm für seinen nächsten Schritt sehr behilflich sein. Denn Hitler wollte die totale Macht. Am 23. März 1933 stimmt der Reichstag über das sogenannte Ermächtigungsgesetz ab. Ein Gesetz, das es der Regierung erlaubt, ohne Parlament zu regieren. Also, um es mit anderen Worten zu sagen, das Parlament sollte dafür abstimmen, die Demokratie auszuschalten und eine Diktatur zu errichten. Okay, jetzt denkt ihr vielleicht so, warum sollten die Politiker dafür abstimmen? Naja, die Abstimmung findet nicht im Reichstag selbst, sondern in der Krolloper statt, weil der Reichstag nach dem Brand noch nicht wieder nutzbar ist. Vor der Tür stehen uniformierte SA- und SS-Männer und machen klar, Widerspruch ist nicht erwünscht. Viele kommunistische Abgeordnete sind bereits verhaftet oder auf der Flucht. Von einer freien Abstimmung kann also keine Rede sein. Das Ergebnis der Abstimmung ist eindeutig. 444 Abgeordnete stimmen für das Ermächtigungsgesetz, nur 94 dagegen. Und diese 94 kommen ausschließlich von der SPD. Ihr Abgeordneter Otto Wels hält eine bemerkenswerte, mutige Rede, in der er sagt, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Die anderen Parteien, vor allem die Bürgerlichen, stimmen dem Gesetz zu. Viele aus Angst vor den Nationalsozialisten, andere in der Hoffnung, Hitler würde nicht zu krass seine Macht einsetzen. Damit liegen sie aber falsch. Denn mit dem Gesetz darf Hitler ab sofort regieren, ohne das Parlament zu befragen und ohne jegliche Kontrolle. Die Gewaltenteilung ist damit faktisch abgeschafft. Nach dem Ermächtigungsgesetz folgt eine schnelle Radikalisierung. Eine Partei nach der anderen wird verboten oder zur Selbstauflösung gezwungen. Auch die freien Gewerkschaften wurden zerschlagen und durch eine Einheitsorganisation unter Kontrolle der NSDAP ersetzt. Die Presse wird gleichgeschaltet. Das bedeutet, dass die Presse nur positiv über die Nazis berichten dürfen. Alle kritischen Medien werden bekämpft und verschwinden schließlich. Nur Propaganda im Sinne des Nationalsozialismus darf bleiben. Ab Juli 1933 ist die NSDAP die einzige zugelassene Partei in Deutschland.
Die Demokratie existiert nur noch auf dem Papier. Faktisch ist sie abgeschafft und das scheinbar ganz legal. Mit scheinbar legal ist gemeint, dass die Nationalsozialisten Gesetze nutzen, die formal demokratisch beschlossen wurden, aber genau diese Demokratie letztlich zerstören. Im Januar 1934 stirbt Reichspräsident Paul von Hindenburg. Nach seinem Tod lässt Hitler Kanzler- und Präsidentenamt in einer Volksabstimmung zusammenlegen. Er übernimmt beide Funktionen und gibt sich den Titel Führer und Reichskanzler. Damit ist die letzte verbliebene Kontrollinstanz der Weimarer Republik ausgeschaltet. Die Gewaltenteilung ist vollständig aufgehoben, Hitler herrscht nun uneingeschränkt. Das markiert das offizielle Ende der Weimarer Republik und den Beginn der nationalsozialistischen Diktatur. Hitler hat Hindenburg das versprochen, was er hören wollte, um an die Macht zu kommen. Aber Hitler hasste die Weimarer Republik und wusste, dass er diese nicht mit Gewalt, sondern mit ihren eigenen legalen Mitteln zerstören musste. Er konnte die Demokratie nicht mit einem Schlag beseitigen, sondern zerstörte sie Stück für Stück. Dabei nutzte er gezielt Angst, Propaganda und scheinbar legale Gesetze, um seine Macht auszubauen. Gleichzeitig gab es wenig Widerstand aus der Gesellschaft und aus der Politik. Die Demokratie wurde nicht durch einen gewaltsamen Umsturz gestürzt. Sie ist gefallen, weil zu viele Menschen zugeschaut, geschwiegen oder sogar mitgemacht haben. Was können wir daraus lernen? Demokratie ist nichts Selbstverständliches. Sie muss immer wieder verteidigt werden, durch kritisches Denken, aktiven Widerspruch, Aufmerksamkeit und Zivilcourage. Auch wenn das manchmal unbequem oder riskant ist. Nur so kann verhindert werden, dass sich Geschichte wiederholt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr das Video feiert, freue ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben. Und was würdet ihr tun, wenn ihr merkt, dass Grundrechte eingeschränkt werden? Würdet ihr den Mund aufmachen oder lieber schweigen? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei Schulwissen to go, dein Herr Müller.